Bettwanzen, als Souvenir aus dem Urlaub eingeschleppt. Sie krabbeln ins Gepäck und reisen als blinde Passagiere mit nach Hause. Wer sie einmal in den eigenen vier Wänden hat, der wird sie nicht mehr so einfach los, sagt der Schädlingsbekämpfer Jürgen Sommer. Diese Tiere sind sehr klein. Sie sitzen in Ritzen, in Spalten. Man kann sie optisch kaum wahrnehmen. Das ist auch das Problem, wenn ich irgendwo fremd übernachte. Dass ich eigentlich das Bett zwar untersuchen kann, aber richtig feststellen, ob ich Bettwanzen habe, das habe ich eben nicht. Mit bloßem Auge sind Bettwanzen kaum zu erkennen. Die größten sind nur wenige Millimeter lang. Ihr platter, rostbrauner Körper ist durchscheinend bis schwarz. Und sie lauern in Almhütten ebenso wie in schicken Hotelzimmern, denn mit den hygienischen Bedingungen in Unterkünften hat ihr Vorkommen nichts zu tun. Sind sie einmal in der Wohnung, suchen die Tiere nach dem nächsten Wirt, bei dem sie Blut saugen können. Sie klettern an Holzbeinen und Wänden empor und gelangen so in die Betten. Ei ist ein Wanzenspürhund. Er kann die Tiere riechen. Je früher er einen Befall entdeckt, umso besser, denn Bettwanzen vermehren sich schnell. Die Bettwanze kann überall verstecken. Steckdose, hinter der Lichtschalter, überall. Flugzeug, wir haben eine Bahn gefunden, wir haben im Kino gefunden, wir haben Theater schon gefunden, Privathaushalte gefunden. Die Hunde sind zwischen 98 und 99% sicher. Um einen Befall mit Bettwanzen zu verhindern, raten Experten, das Urlaubsgepäck nie im Schlafzimmer auszupacken. Mein Tipp ist halt immer, nehmen das Gepäck und tun es in die Badewanne stellen, nicht neben das Bett. Denn wenn Bettwanzen da sind in einem Hotelzimmer, dann werden die, nachdem sie Blut gesaugt haben, sich verstecken wollen. Und da ist so ein Koffer ideale Versteckmöglichkeiten. Und dann packen sie am nächsten Tag den Koffer und fahren weg. Entweder nach Hause oder ins nächste Hotel. Und so verschleppen sie die Bettwanzen auch in andere Hotels, ohne dass sie das wissen. Haben es die Blutsauger ins Bett geschafft, bemerken Betroffene Pusteln auf der Haut, in der Regel mehrere nebeneinander, die typischen Wanzenstraßen. Die gute Nachricht ist, dass durch die Stiche oder Bisse von den Bettwanzen man nicht krank werden kann. Also sie übertragen keine Infektionen, also wie zum Beispiel Zecken, die Borrelien oder FSME übertragen können. Es ist wirklich nur dieser lokale quälende Juckreiz, der entstehen kann. Den kann man allerdings gut behandeln. Man kann das kühlen, das ist immer erstmal die beste Methode gegen die Rötung und Schwellung. Oder noch etwas effektiver sind Salben mit so einer geringen Cortison-Konzentration drin. Einen starken und schon länger andauernden Befall erkennt man am schwarzen Bettwanzenkot. Spätestens bei solchen Anzeichen muss ein Schädlingsbekämpfer ran. Hier haben sich die Tiere ungehindert vermehrt. Das ist ein extrem starker Befall, den man hier sieht. Es sind ja nicht nur vereinzelte schwarze Punkte, es sind ja übereinander liegende Kotablagerungen. Ja? Das ist ja ein Massenbefall. So etwas sieht man sehr, sehr selten. Was aber tun, wenn man Kot entdeckt? Schädlingsbekämpfer warnen vor Eigeninitiative mit Insektensprays, denn diese töten meist nur wenige Wanzen. Die übrigen flüchten in andere Zimmer oder Wohnungen und vergrößern den Schaden. Besonders effektiv die Wärmekammer. Hier werden eben alle Dinge behandelt, die nicht chemisch behandelt werden können. Also wie zum Beispiel Matratzen. Hier werden Radios, Fernseher, Spielzeug von Kindern, wie auch immer, wo Bettwanzen eben drin sein können, die werden hier drin behandelt. Bis zu 60 Grad Celsius über mehrere Tage, das tötet die Wanzen. Also, wer die Insekten bei sich zu Hause entdeckt, sollte schnell handeln und am besten einen Profi beauftragen.